Das nächste kleine Bastelprojekt steht an. Und zwar Dinghy flicken. Ich habe den Generator reingestellt. Der Auspuff war zu nah an der Haut und hat mir eine Naht so weit erwärmt, dass die sich auseinandergeschoben hat. Heute zeige ich dir, wie du ein Schlauchboot so reparieren kannst, dass das dauerhaft die Luft tatsächlich hält. Denn das ist eine häufige Schwierigkeit, dass die Schlauchbootreparaturen nicht erfolgreich sind. So wie ich es mache, funktioniert es aber. Schlauchbootreparaturen sind häufig ein Ärgernis, denn oftmals sind sie einfach nicht dicht. Viele Leute sagen auch, ein Schlauchboot brauchst du überhaupt nicht reparieren. Wenn es erstmal kaputt ist, ist es auch kaputt. Wir hatten einen Schaden, der war so lange, da hat sich die komplette Naht gelöst durch eine Dummheit meinerseits. Und ich habe aber einen guten Freund, der hat jahrelang Wildwasser-Rafting-Touren angeboten. Also die Touren, wo sie mit Schlauchbooten Gebirgsbäche runterfahren. Und da kommt es natürlich vor, dass sich die Schlauchboote an den Felsen auch mal verletzen und Schäden haben. Mit dieser Art der Reparatur, mit der sie jahrelang ihre Wildwasserschlauchboote repariert haben, funktioniert es. Und das zeige ich dir in diesem Video. Das nächste kleine Bastelprojekt steht an. Und zwar Dinghy flicken. Ich habe mir dummerweise mein Dinghy versaut. Ich habe den Generator reingestellt, dachte ich wäre schlau und habe die Vibrationen nicht auf dem Boot. Das war aber dumm, weil der Auspuff war zu nah an der Haut und hat mir eine Naht so weit erwärmt, dass die sich auseinandergeschoben hat. So, ich habe jetzt hier einen Kleber. Der war an Bord, den hat der Voreigner mal gekauft, der scheint aber noch gut zu sein. Und habe jetzt hier nach Bedienungsanleitung einen Kleber angemischt. Ich gehe mal mit euch nach vorne. Ihr werdet gleich sehen, warum ich lache. Ich habe hier das Schlauchboot aufgehängt. Ich gehe mal einen Schritt nach vorne, dass ihr das sehen könnt. Es hat ja bei uns relativ viel geregnet und das ist jetzt dafür da, damit es trocknet. Ich zeige euch mal die Stelle. Das hier ist die Stelle, also dieser Bereich hier etwa. So, dieser Bereich ist das etwa. Und ich habe jetzt die erste Schicht Klebstoff aufgetragen. Die erste Schicht Klebstoff ist jetzt sowohl auf dem Schlauchboot drauf als auch auf dem Flicken. Soll 20 Minuten trocknen, dann kommt die zweite Schicht. Soll auch wieder 20 Minuten trocknen und dann soll es nochmal mit dem Heißluftföhn warm gemacht werden. Beide Flächen und dann mit Schraubzwingen und Unterleghölzern zusammengepresst werden. Das ist der Plan. Im Moment trocknet die erste Schicht, dann kommt die zweite Schicht und dann wird es spannend. Drückt uns die Daumen, dass es was wird. Das wäre schade, weil das Dinghy hat nur eine Saison bisher hinter sich. Hi, hier ist Christoph, der Bootsschrauber von Hafenkino Technik. Seit 7 Jahren und 3 Booten schraube ich alles an meinen Booten selbst. Das, was ich mir angeeignet habe, kannst du hier sehen. Es kann aber auch falsch sein. Zusammen mit meiner Freundin Marion bin ich seit 4 Jahren auf dem Boot unterwegs. Darüber berichten wir wöchentlich auf hafenkino.blog. Hier ist aber Hafenkino Technik, hier geht es nur ums Schrauben und ich würde sagen, lass uns anfangen. Hier siehst du alles, was du für die Reparatur benötigst. Das Allerwichtigste ist ein guter Kleber mit dem Härter. Das blende ich dir ein und das findest du auch unten in der Beschreibung. Dann brauchst du 2 Schraubzwingen und 2 Bretter zum Anpressen. Du brauchst Alkohol zum Reinigen, Papiertaschentücher, falls etwas tropft oder zum Händeabwischen und Schleifpapier zum Aufrauen sowie einen Heißluftföhn und natürlich Handschuhe. Außerdem benötigst du ein Handtuch oder eine Pappe, um das Deck abzudecken, damit du das nicht voll kleckerst. Du brauchst ein Mischgefäß und einen Spachtel zum Vermischen des 2-Komponenten-Klebers. Mir ist unglücklicherweise der erste Teil des Videos verloren gegangen, deswegen zeige ich dir das jetzt nochmal. Du brauchst also zuallererst mal diesen Klebstoff, der nennt sich Adeprene Forte, den hatte ich und der ist wirklich sehr gut, den kann ich dir empfehlen. Das ist ein 2-Komponenten-Kleber, das heißt, er kommt auch mit einem Härter. Und in dieser Verpackung ist zusätzlich noch die Bedienungsanleitung, da steht alles genau drin, Schleifpapier und eine Packung Handschuhe, die brauchst du auch tatsächlich. Und dann gehst du wie folgt vor. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das dein Flicken ist und dass das Schlauchboot ist. Dann reinigst du erstmal den Flicken, du schleifst erstmal den Flicken kreuzförmig an. Das heißt, du gehst wirklich
mehrfach darüber, bis er wirklich vollkommen aufgeraut ist. Also nicht nur ein paar Striche, sondern wirklich ordentlich. Und dann gehst du in die andere Richtung, also über Kreuz. Wenn du das für den Flicken gemacht hast, dann legst du den Flicken auf mit dem Gesicht nach unten auf dein Schlauchboot, auf die kaputte Stelle und fährst einmal mit dem Stift drumherum, damit du die Kontur genau auf dem Schlauchboot auch hast. Und dann machst du das gleiche, dieses Anrauen, genauso nochmal auf dem Schlauchboot. Auch über Kreuz und auch nur praktisch in diesem Bereich, den du angezeichnet hast. Und wenn du dann soweit bist, dann wird das mit Alkohol abgereinigt und das hier auch, damit du keine Partikel mehr drauf hast, kein Fett mehr drauf hast. Und dann rührst du den hier nach Vorgabe an in einem Gefäß und trägst die erste Schicht sowohl hier auf dem Schlauchboot als auch auf dem Flicken auf. Und den Flicken legst du am besten auf eine Unterlage, weil du musst bis zum Rand ausstreichen und du wirst sicherlich drüber hinwegstreichen, damit du eben nicht Kleidung oder dein Deck oder was anderes auch mit diesem Klebstoff versudelst, weil der wird nicht mehr sauber. Und diese erste Schicht lässt du 20 Minuten trocknen, bis sie grifftrocken ist. Das heißt, du fasst sie an und sie klebt nicht mehr. Und dann bringst du die zweite Kleberschicht auf. Und das macht Sinn, den Kleber nochmal neu anzurühren für die zweite Schicht. Dann machst du die zweite Schicht auf den Flicken und auch auf das Schlauchboot. Und dann muss auch das wieder 20 Minuten trocknen, auch wieder bis es grifftrocken ist. Den Härter und alles, was du dazu brauchst, habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. Wenn du mir helfen willst, dann geh gerne über einen Link unten drauf und bestell das gleich. Dann bekommen wir eine kleine Provision. Das hilft uns natürlich, diese Videos auch weiterzumachen und das wollen wir gerne. Hier siehst du den schon mit Klebstoff bestrichenen Flicken auf einer Unterlage. Wenn du den Flicken mit Klebstoff einstreichst, dann denk dran, dass du ihn bis zum Rand ausstreichst, deswegen auch die Unterlage. Und natürlich, bevor du überhaupt beginnst, denk daran, das Schlauchboot erstmal mit Süßwasser gründlich zu reinigen und zu trocknen. 20 Minuten sind jetzt rum, die zweiten 20 Minuten nach Herstellerangabe. Und das ist jetzt soweit tatsächlich auch grifffest, sowohl hier der Patch, also der Klebestreifen, als auch hier auf dem Dinghy. Ich hoffe, das ist nicht zu dick. Auch das hier ist jetzt grifftrocken. Und ich halte es noch einmal an, weil ich die Größe abschätzen möchte. Ja, das ist gut. Und ich fange jetzt an, das mit dem Heißluftföhn noch zu aktivieren. Dann habe ich hier gerade der Härter, der weggerollt ist, habe ich hier 2 Schraubzwingen und 2 Hölzer zum Anpressen, weil der Anpressdruck wichtig ist. Vor allem soll es 72 Stunden angepresst bleiben, bis es seine Endfestigkeit erreicht hat. Ich hoffe, es hat dir bis hierher gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Abo und einen Kommentar, denn ich baue den Kanal gerade neu auf. Da ist mir deine Rückmeldung besonders wichtig. Also, lass uns weitermachen. Vielen Dank. Der Hersteller beschreibt nicht, was er unter Aktivieren mit dem Heißluftföhn versteht, aber er sagt, beide Seiten müssen vor dem Zusammenfügen aktiviert werden. Ich habe das jetzt so verstanden, dass ich das mit dem Heißluftföhn beide Seiten gründlich erwärmen muss. Das habe ich auch gemacht, wirklich kräftig warm, ich würde sagen so 60, 70 Grad. Und dann habe ich die zusammengefügt. Und wenn du das zusammenfügst, dann setzt du den Flicken am besten erstmal nur mit einer Ecke an. Das hat den Grund, wenn du nicht genau triffst, dann ziehst du nur eine Ecke Klebstoff wieder ab und nicht die komplette Fläche. Wenn du die Ecke soweit angesetzt hast und das passt, dann streiche eine Längsseite von dem Flicken aus, damit der vollflächig erstmal verklebt ist, und dann streiche zur Seite aus. Du möchtest keine Luftblasen unter dem Flicken einschließen, das ist wichtig. Und dann setzt du die Bretter an und die Schraubzwingen und baust den Druck auf, und ich habe die wirklich kräftig festgezogen, so viel Druck, wie ich mich getraut habe. Dieser Druck und die Bretter müssen mit der Schraubzwinge dann 3 volle Tage und Nächte, also 72 Stunden, auch so verbleiben und den Druck halten. Und das ist das alles Entscheidende, denn nur mit diesem Druck wird sich das dauerhaft verbinden. So, das Ding ist jetzt geflickt. Ich habe die
Schraubzwingen angebracht und die 2 Hölzer. Und jetzt soll es 72 Stunden aushärten und dann hoffe ich, dass es wieder dicht ist. Das wäre mir wichtig. Nach der Reparatur haben wir das Schlauchboot die ganze Saison noch weiter nutzen können und ich war darüber sehr froh. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob die Reparatur tatsächlich gelingt. Aber mit diesem Trick gelingt sie. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, du brauchst einen sehr guten Klebstoff. Ich habe dir den unten in der Beschreibung verlinkt und alle Sachen, die du brauchst. Und das Wichtigste sind 2 Bretter, 2 Schraubzwingen und dass du viel Druck aufbaust und diesen Druck dann auf 72 Stunden auf dem Flicken und dem Schlauchboot an der Stelle aufrecht erhältst, damit sich das dauerhaft verbindet und dicht bleibt. Ich bin sehr glücklich, dass die Reparatur erfolgreich war. Freue mich, dass ich diesen Trick hier an der Stelle an dich weitergeben konnte. Schreib mir gerne deine Anmerkungen in die Kommentare. Wenn du das hilfreich fandst, dann teile das Video gerne, kommentiere, gib mir ein Like und ein Abo. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Hier war Christoph der Bootsschrauber. Vielen Dank und ciao, bis zum nächsten Mal.